Willkommen zurück auf meinem Blog. In meinem heutigen Beitrag dreht sich alles rund um den Löwenzahn. Löwenzahn zählt zu unseren bekanntesten Frühlingskräutern. Man findet ihn in Parks, in Gärten, auch in so Terrassen, manchmal so in Zwischenräumen, und er wird auch von manchen Personen als Unkraut bezeichnet. Und wir haben uns auf den Weg gemacht und haben Löwenzahn gesammelt. Das Tolle an Löwenzahn ist, dass man alle Bestandteile von ihm verarbeiten kann. Also wir können die Blüte, den Stängel, die Blätter und die Wurzel verarbeiten. In der Beschriftungsbox unter dem Video habe ich euch eine ausführliche Pflanzenbeschreibung als Link hinterlegt. In April-Mai kann man die Blüten sammeln. In meinem heutigen Beitrag möchte ich euch zeigen, wie man einen Löwenzahnlikör herstellt. Für den Löwenzahnlikör benötigt ihr ca. 50 Löwenzahnblüten. Wir haben die Blüten bei uns in der Au gesammelt. Der Löwenzahnlikör ist gut für die Verdauung und ziemlich einfach herzustellen. In einem ersten Schritt benötigt ihr neben den Blüten einen halben Liter Korn und ein sauberes Schraubglas. Die Blüten in das Glas füllen und mit Korn komplett bedecken. Das Glas verschließen und für 1 bis 3 Wochen in den Kühlschrank geben. Ich habe mein Glas 2 Wochen im Kühlschrank gehabt. Zur Herstellung des Likörs benötigt ihr in einem zweiten Schritt 200 Gramm Zucker, einen halben Liter Wasser und 2 bis 3 Gewürznelken. Das Wasser am Herd zum Kochen bringen und Zucker und Nelken hinzufügen. Alles so lange kochen lassen, bis es eine sirupartige Masse ergibt. In der Zwischenzeit den Korn von den Blüten trennen. Ich habe dafür ein feines Sieb verwendet. Anschließend beide Flüssigkeiten miteinander vermengen. Die Flüssigkeit in eine Flasche filtern und die Flasche gut verschließen. Der Likör selbst hält ca. 1 Jahr lang. Das wäre dann der fertige Löwenzahnlikör. Falls ihr Lust habt, einen weiteren Verdauungslikör herzustellen, so kann ich euch mein Video für einen selbstgemachten Nussschnaps empfehlen. Die Nüsse dafür müsst ihr im Juni sammeln. Ich habe euch das Video dazu verlinkt. Danke, dass ihr dabei gewesen seid. Bis zum nächsten Mal, eure Kräuterhexe.